Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, für alles, was für Errettung und ein Leben, das ihm gefällt, wesentlich ist, in Gottes Wort nachzusehen. In diesem Teil unseres Programms gehen wir durch Dave Hunts Buch Countdown to the Second Coming und wir sind derzeit in Kapitel 4. Dave, letzte Woche, wie du weißt, haben wir über die Vorbereitung der Welt gesprochen, den Sohn des Verderbens aufzunehmen, wie der Apostel Paulus ihn in 2. Thessalonicher nennt. Und natürlich ist es der Antichrist. Nun, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass alles bereit ist, damit er die Welt wirtschaftlich übernehmen kann. Wir haben über Kaufen und Verkaufen gesprochen, worauf Johannes im Buch der Offenbarung Bezug nimmt. Niemand kann das tun, es sei denn, er nimmt sein Zeichen. Aber diese Woche möchte ich auf etwas eingehen, das wirklich verblüffend ist, was Johannes schreibt, wieder im Buch der Offenbarung, dass die ganze Welt Satan und den Antichristen anbeten wird. Lass mich diese Verse abdecken, Dave, und dann gehen wir das an. Offenbarung 12,9: Und der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Offenbarung 13,4: Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Macht gab, und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm Krieg zu führen? Und natürlich sagt 1 Timotheus 4,1: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen Gehör geben. Kichernd. Tom, das klingt absurd. Die Welt wird den Drachen anbeten, Satan selbst. Aber wir werden darauf vorbereitet. Wir haben über einige dieser Zitate gesprochen, die dafür Belege im Buch liefern. Und eines davon, ich zitiere aus einer Broschüre, die frühere Generationen schockierend gefunden hätten. Hör dir das an. Wenn wir in das eintreten, was als das Wassermann-Zeitalter beschrieben worden ist. Und übrigens, die Leute rechtfertigen das, weißt du? Das Zeitalter des Wassermanns. Jesus sagte zu seinen Jüngern, als er sie das letzte Abendmahl vorbereiten lassen wollte. Er sagte: Geht in die Stadt. Ihr werdet einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Das ist zufällig das Zeichen des Wassermann-Zeitalters. Und du findest es im Tierkreis. Ein Mann, der einen Wasserkrug trägt. So habe ich gehört. Die New Ager zum Beispiel sagen dann: Seht ihr, die Zeit für den alten Messias ist vorbei. Jetzt brauchen wir einen neuen Messias für das Wassermann-Zeitalter. Und angeblich hat Jesus darauf hingewiesen, sich auf den Mann mit dem Wasserkrug bezogen. Genau. Vergiss das. Also hat Jesus das vorausgesagt. Nun, da heißt es, wir treten in eine Zeit der Zusammenarbeit zwischen der geistlichen und der materiellen Sphäre ein. Also ist es Zeit für uns, Frieden mit dem Drachen zu schließen und in Partnerschaft mit der Weisheit und Kraft der Erde zu arbeiten, die der Drache repräsentiert. Das ist ziemlich erstaunlich. Das Logo einer Friedensorganisation, Peace on Earth. Es zeigt die Welt mit einem riesigen Drachen, der oben auf der Welt hockt und sie bewacht. Das Magazin Life hat einige führende Amerikaner zum Sinn des Lebens interviewt. Und ein Autor schrieb: Unser Zweck ist es, nach Eden zurückzukehren, uns mit der Schlange anzufreunden und unsere Computer zwischen den wilden Apfelbäumen aufzustellen. Nun, du findest diese Aussagen ziemlich ungeheuerlich. Unglaublich, dass irgendjemand sie tolerieren würde. Und doch bewegt sich die Welt in diese Richtung. Natürlich hatten wir die Gurus aus dem Osten. Yoga, Selbstverwirklichung, die Idee, dass wir den Gott in uns entdecken können, dass wir alle Gott sind. 2. Thessalonicher 2,4: Wo von diesem die Rede ist, der auch jener Gesetzlose genannt wird. Dort heißt es, er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Also wissen wir, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden wird. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich ausweisen, dass er Gott ist. Und wir haben heute so viele Menschen, die glauben, dass sie wirklich Gott sind. Und das war die Lüge der Schlange im Garten. Erstaunlicherweise lehren viele Religionen das. Die Mormonen, wie die meisten unserer Zuhörer wissen,
Ihr ganzes Ziel ist es, ein Gott zu werden. Das wäre für die Männer, über eine andere Welt zu herrschen. Ein anderer Adam, eine andere Eva, ein anderer Luzifer, ein anderer Fall, ein anderer Jesus, ein anderes Kreuz. Und Brigham Young zum Beispiel sagte, als er dort im Mormon Tabernacle in Salt Lake City sprach: Der Teufel hat die Wahrheit gesagt. Ich mache Mutter Eva keinen Vorwurf, dass sie die verbotene Frucht gegessen hat. So werden wir zu Göttern. So wird die Welt für den Antichristen vorbereitet. Nun, in gewissem Sinne hatte er recht, oder? Sie wurden zu Göttern. Kleine Götter. Wir alle wurden zu Göttern mit kleinem G. Wir sind Rebellen hinter Gottes Herrlichkeit her. Und so weiter. Und, Tom, wir könnten viele der Lehrer des positiven Bekenntnisses zitieren. Paul Crouch sagt es direkt im Fernsehen: Wir sind kleine Götter. Tatsächlich schrieb er in seinem Rundbrief: Wenn wir keine kleinen Götter sind, werde ich mich vor 10.000 mal 10.000 vor dem gläsernen Meer entschuldigen. Nun, wenn er ein kleiner Gott ist, wird er nicht dort sein, denn Jeremia 10:10-11 sagt Gott: Sagt zu den Göttern, die diesen Himmel und diese Erde nicht geschaffen haben: Sie werden unter diesem Himmel und von dieser Erde vergehen. Also, jeder, der behauptet, ein Gott zu sein, mir ist egal, ob du es mit großem G oder kleinem g schreibst, du wirst vergehen. Das sagt Gott. Aber Charles Capps, wie du weißt, sagt: Wir sind Götter. Aber denk daran, es mit einem kleinen g zu schreiben. Also ist das eine Lehre, die irgendwie Glaubwürdigkeit in der Gemeinde und in der Welt gewonnen hat. Und es ist kein allzu großer Schritt zu diesem Mann, von dem Paulus uns in 2. Thessalonicher 2 sagt, dass er die ganze Macht Satans haben wird, um lügnerische Zeichen und Wunder zu wirken. Nun, du hast in deinen einleitenden Bemerkungen erwähnt, dass der Antichrist die Welt übernehmen wird. Wie wird er das tun? Nun, Offenbarung 13 sagt, der Drache gibt ihm seinen Thron, das heißt seine Stellung und seine Macht. Und das ist natürlich Satan. Und wir wissen, dass Satan Jesus angeboten hat. Wir haben das letzte Woche erwähnt, glaube ich. Satan bot Jesus alle Königreiche der Welt an. Jesus sagte nicht: Sie gehören dir nicht, um sie zu geben. Satan sagte: Ich gebe sie dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Natürlich hat Christus abgelehnt. Der Antichrist, der tatsächlich vorgeben wird, Christus zu sein, wie wir früher erklärt haben, wird von Satan die Welt annehmen. Und er wird von Satan mit all dieser Macht eingesetzt werden. Und Satan wird ihm all seine Macht geben, um lügnerische Zeichen und Wunder zu tun. Und die Welt, wie du angemerkt hast, wird ihn anbeten. Dave, ich habe früher darüber nachgedacht und damit gerungen, weil, wie du angedeutet hast, wir Rebellen sind. Sicher nicht diejenigen, die zu Christus gekommen sind, aber davor sind wir kleine Götter. Wir sind Rebellen, die ihre eigenen Dinge tun wollen. Und ich frage mich einfach, wie könnte ein Einzelner, weißt du, warum würden wir uns ihm unterwerfen oder ihn anbeten? Und mir kam der Gedanke, weißt du, wir sind hier in Zentral-Oregon. Nun, nicht allzu weit von hier hatten wir eine Sekte, eine sehr große Sekte, geführt von Bhagwan Sri Rajneesh aus Pune, Indien. Und er führte viele, und sie beteten ihn an. Aber der Weg des Gurus, und ich denke, es wird auch der Weg des Antichristen sein. Rajneesh behauptete, Gott zu sein. Bhagwan, Herrgott. Warum sollten Rebellen in gewissem Sinne diesen Mann anbeten? Weil er behauptete, Gott zu sein, aber er behauptete, dass seine Anhänger Götter seien. Der Antichrist wird dasselbe tun. Es ist nur so, dass er mehr Gott ist. Er ist mehr selbstverwirklicht als wir. Aber alles, was er tun kann, du hast lügerische Zeichen und Wunder erwähnt. Ich denke, die Leute werden in der Lage sein, das zu tun, aber nicht in dem Ausmaß, wie er es kann. Aber er bietet es immer noch an. Also ist das Niederfallen vor dem Antichristen im Grunde ein Niederfallen vor dir selbst. Das ist es doch, was sie im Hinduismus tun, oder? Genau, das ist es, was gelehrt wird. Also, Tom, ich denke, du kannst sehen, oder jeder kann sehen, dass wir uns in die Richtung bewegen, von der die Bibel sagte, dass wir schließlich dort ankommen würden.
Es wäre sehr schwer gewesen, sich vorzustellen, zum Beispiel, du hast erwähnt, dass man ohne das Zeichen des Tieres nicht kaufen oder verkaufen kann. Vor 100 Jahren hättest du dir nicht träumen lassen, wie das zustande kommen könnte. Wir haben heute die Computertechnologie, um genau das zu tun. Wir haben Kommunikationssatelliten. Wir haben die Fähigkeit, jeden Menschen überall auf der Erde zu verfolgen. Das war früher nie möglich. Wir haben tatsächlich vor unseren Augen, in meinem Leben habe ich es gesehen, die Entwicklung dieser elektronischen Möglichkeiten erlebt, die es erlauben, dass diese Prophezeiungen erfüllt werden. Und weißt du, du hast Handel erwähnt, internationalen Handel. Ich meine, die Welt ist bereits darauf eingerichtet. Du hast das am Anfang angedeutet. Die multinationalen Konzerne haben bereits ein Ein-Welt-System des Handels etabliert. Ich habe mit dem Generalmanager eines riesigen Hotels in Shanghai gesprochen. Und ich treffe solche Leute im Flugzeug. Und ich frage sie immer, glauben Sie, wir können jemals zurückgehen? Und nein, wir werden nie zurückgehen. Wir gehen vorwärts. Aber was ist mit China? Nun, das war ein kommunistisches Land. Werden sie sich diesem Weltsystem anpassen müssen? Ja, das werden sie. Sie werden nicht vollständig demokratisch werden, aber sie entwickeln das Internet. Ich meine, sie dominieren jetzt den Welthandel. Und ich habe zu diesen Leuten aus China gesagt, müssen die sich nicht auch an die Regeln halten? Ja, wenn man Geschäfte machen will, muss man sich an bestimmte Regeln halten. Also richten wir das wirklich ein. Nun, Dave, mir kam ein Gedanke. Hier sind wir in Bend, Oregon, draußen, die freie Natur, das große Outdoor-Abenteuer, das alles. Skiausrüstung und so weiter, Kleidung. Ich fordere jeden heraus, irgendein hochwertiges Sportteil in die Hand zu nehmen, auf das Etikett hinten zu schauen. Da wird stehen, Made in China. Es ist mir egal, ob es Nike ist oder North Face oder was auch immer. Dort passiert das in großem Stil. Es ist erstaunlich, Tom. Wir sehen es vor unseren Augen. Ja, Dave, eine andere Sache dabei. Die Vorbereitung für den Antichristen. Nun, es scheint mir, dass sein Tisch dabei ziemlich breit ist. Mit anderen Worten, alles von der direkten Anbetung Satans selbst bis hin zur Konditionierung in Bezug auf Magie und Hexerei und so weiter. Wir erleben wirklich eine Wiederbelebung davon. Sicher die Harry Potter Bücher, aber das ist nicht das Einzige. Filme, Fernsehprogramme, da gibt es eine Konditionierung hin zu einer Anziehungskraft von Magie und Hexerei. Es heißt, die ganze Welt wird den Drachen anbeten. Du könntest zurückgehen zur Star Wars Filmreihe. George Lucas wusste genau, was er tat. Und wenn die jungen Leute oder auch Ältere aus diesem Kino herauskamen, blieb ein Gedanke bei ihnen. Mögen die Macht mit dir sein. Und du sahst Aufkleber, mögen die Macht mit dir sein. Nun, tatsächlich ist diese Macht Satan. Das ist nicht Gott. Gott ist keine Kraft. Aber wenn du anfängst, irgendeine Macht hinter allem anzubeten, dann ehrst du in Wirklichkeit Satan. Paulus sagt uns in 1. Korinther 10, was die Heiden opfern, das heißt in ihrer Anbetung im Götzentempel, das opfern sie Dämonen. Hinter jedem Götzen steht ein Teufel, ein Dämon. Eigentlich Satan, denn wenn du nicht den wahren Gott anbetest, dann betest du den falschen Gott an. Und Satan wird der Gott dieser Welt genannt. Gott wird nicht geehrt werden, und er wird deine Anbetung nicht annehmen, wenn du ihn als irgendeine Kraft, irgendein unpersönliches Wesen oder Bäume und so weiter anbetest. Das ist Gott ein Gräuel. Aber Satan wird das annehmen. Das wird zu einer Tarnung für Satan, und er benutzt es. So beendet Johannes seinen ersten Brief. Er sagt, wir sind aus Gott. Kinder, wir sind aus Gott. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat. Wir kennen den Wahrhaftigen. Wir sind in dem Wahrhaftigen. Dieser ist der wahre Gott und das ewige Leben. Und dann sagt er, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also alles, was vorgibt, die Macht zu haben, die du allein Gott zuschreiben würdest, die dem Schöpfer dieses Universums gehört, aber nicht der wahre Gott ist. Das wird zu einem falschen Gott.
Und das wird zu einer Tarnung für Satan. Also werden wir nicht Leute haben, die sagen, nicht alle. Einige von ihnen werden ganz offen sagen, wir beten Satan an, wir beten den Drachen an. Aber viele andere werden denken, dass sie diesen Mann anbeten, der diese gottgleichen Kräfte hat. Dave, durch die Geschichte der Religionen hindurch, weißt du, wir könnten bis zum Garten zurückgehen, wo der Mensch zuerst rebellierte. Aber die Anbetung der Schlange ist in allen Religionen. Ich meine, nicht in jeder einzelnen, aber in weit mehr, als man wirklich merken würde, wenn man sich das nicht einmal ansieht. Nun, sie ist in allem Heidentum ganz sicher. Sie ist im Hinduismus, die Hopi-Indianer, Die nordischen Götter. Richtig. Skandinavien. Oder was ist mit der gefiederten Schlange, Quetzalcoatl, in Südamerika und so weiter? Tom, wir könnten um die ganze Welt gehen. Richtig. Da ist noch etwas dabei. Dave, als du Star Wars erwähnt hast, das ist eine amerikanische Version der Religion des Ostens. Ob es nun Taoismus ist, Yin und Yang, ob es Hinduismus ist, Buddhismus, es ist alles die Anbetung einer Kraft. Gott ist nicht persönlich, sondern ist eine Macht da draußen. Also mein Punkt ist, die Vorbereitung darauf, den Antichristen aufzunehmen, ist bereits überall auf der Welt vorhanden und ist es seit Jahrhunderten. Und erstaunlicherweise, Tom, ist es in der Gemeinde. Das ist es, was so verblüffend ist. Die ganze Human Potential Bewegung zum Beispiel. Die New Age Bewegung, aber nennen wir sie die Human Potential Bewegung. Die Idee, dass wir ein unendliches Potenzial in uns haben. Psychologen sagen, oh, du nutzt nur 10% deines Gehirns. Wenn du wüsstest, wie du den Rest nutzen kannst. Weißt du? Es ist in der Geschäftswelt. Erfolgsmotivation, Training in positiver mentaler Einstellung. Dass es eine Kraft gibt, die wir aktivieren können. Manche lehren, es sei eine Kraft in uns. Nun, ob sie in uns ist oder wo auch immer sie ist, wörtlich macht es Gott zu einem Placebo. Deshalb spielt es keine Rolle, an welchen Gott du glaubst. Glaube an irgendeinen Gott. Hauptsache, du glaubst an irgendeine Kraft. Das wird dann diese Kraft aktivieren. Ein Placebo. Es spielt keine Rolle. Es ist nichts drin. Vielleicht eine kleine Zuckerpille. Aber wenn du glaubst, dass sie dich heilen wird, dann wird sie dich heilen, weil jetzt... Bis zu einem gewissen Punkt. Kichernd. Ja, richtig. Danke, Tom. Also haben wir jetzt tatsächlich eine Kraft des Geistes. Aber es geht darüber hinaus. Glaube, Überzeugung. Wir haben Menschen des Glaubens. Glaubensbasierte Initiative. Egal welcher Glaube es ist. Hauptsache, du hast Glauben an irgendetwas da draußen. Okay? Also kannst du sehen, dass dieser Mann, der die ganze Macht Satans haben wird, um lügnerische Zeichen und Wunder zu tun. Es gibt jetzt gute Gründe. Wow! All das, was wir geglaubt haben, es wird alles irgendwie kulminiert ist. Und es ergibt Sinn, und hier ist es verkörpert in diesem bemerkenswerten Mann, der Frieden in die Welt gebracht hat. Dave, früher habe ich 1. Timotheus 4,1 zitiert, wo davon die Rede ist, dass manche vom Glauben abfallen werden, indem sie verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen Gehör geben. Nun, das ist nicht einfach eine Sache, die man nur selbst entwickelt. Menschen stehen tatsächlich in Kontakt mit körperlosen Geistern, Channelern. Früher hatten wir die spiritistische Bewegung, in der sie Seancen hatten und zusammensaßen und versuchten, Kontakt mit Menschen von der anderen Seite aufzunehmen und so weiter. Aber jetzt hast du Medien, Hellseher, Channeler, die das bekommen, was als das kosmische Evangelium bezeichnet worden ist, dass du Gott bist. Es ist die Lüge Satans im Garten noch einmal. Nun, Tom, gehen wir zur Wissenschaft. Robert Jastrow, erinnerst du dich, der Gründer und viele Jahre Direktor des Goddard Space Institute, das Pioneer und Voyager und so weiter ins All geschickt hat. Er sagte, Evolution könnte auf manchen Planeten 10 Milliarden Jahre länger im Gange gewesen sein als auf diesem Planeten. Und diese Wesen wären auf der Evolutionsskala dem Menschen so weit überlegen,
wie der Mensch einem Wurm überlegen ist. Und wenn wir sie sehen würden, würden sie uns wie Götter erscheinen. Und dann sagt er, einige von ihnen könnten sich über das Bedürfnis nach Körpern hinaus entwickelt haben. Sie wären das, was religiöse Menschen Geister nennen. Wow! Also haben wir jetzt Wissenschaftler, die glauben, dass es da draußen diese Wesen geben könnte, die keine Körper haben. Sie sind nur Geister. Und wir versuchen sie mit unseren Radioteleskopen zu kontaktieren. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence und so weiter. Was für eine Vorbereitung für Satan. Also Tom, ich denke, wir könnten noch viel mehr über solche Dinge reden. Aber ich glaube nicht, dass es weit hergeholt ist, was die Bibel sagt. Die Welt wird einen Mann anbeten, der behauptet, Gott zu sein und der von Satan bevollmächtigt ist.